Ich bin heute im Gasthof Andrelwirt im wunderschönen Raurisser Tal. Und hinter mir das Gebäude, das ist auch wunderschön und vor allem sehr historisch. Was mit dem riesen Torbogen auf sich hat, das werden wir heute auch noch erfahren. Und vor allem werden wir was richtig Gutes kochen. Ludwig, wenn man bei euch ins Haus reingeht, man merkt schon, das ist was Besonderes. Auch von außen, wie die Fassade ist. Was steckt da dahinter? Ja, wir sind ein alter Säumergasthof von 1486. Wir waren eine Umschlagstation damals. Also das haben Gold und Salz nach Italien transportiert, Südfrüchte und Seide und Wein wieder über den Dauern drüber. Das ist einfach das Schönste, wenn du sagst, das Haus lebt mit dir. Das ist halt nicht wie irgendwas neu gebaut, das hat halt Ecken und Kanten. Das ist halt so wie wir halt auch im Pinzgau. Wir haben ja ein bisschen Ecken und Kanten, das passt ganz gut. Bei uns geht es aber heute ums Kochen. Was kochen wir heute? Wir kochen heute einen Maibockrücken mit grünem Rahmspargel und einem Kartoffelsoufflé. Wir gehen her, putzen zuerst den Rücken zu, braten ihn dann an, löschen den Rotwein ab, damit wir ein bisschen Bratensaft zusammenbekommen, reduzieren das Ganze dann ein mit ein bisschen Holunder, Wacholder und Kräuter. Den Spargel schwitzt man kurz in Butter an, wird abgelöscht mit ein bisschen Gemüsefond, bis das ein bissfest ist, ein bisschen Rahm dazu. Fürs Kartoffelsoufflé ganz einfach die Kartoffeln durchpressen, Butter aufschlagen, topfen, Eigelb, Sahne, geschlagene Eischnee drunter heben, dann abfüllen in Förmchen und im Wasserbad bei 180 Grad 15 Minuten backen. Wo kommen jetzt deine Zutaten her? Meine Zutaten kommen vom Walserberg, die Kartoffeln, Milch und Butter kommt von der Pinzgauer Milch, wird direkt hier in der Nachbarschaft auch produziert. Und es ist für mich einfach wichtig, die Wertschöpfung, dass die im Tal bleibt und in der Nachbarschaft, also in der Region, weil umso kleiner das Radl, umso besser ist es für alle. Ja, da kommen die Milchprodukte her. Und zwar im Herzen von Pinzgau hat die Pinzgau Milch ihre Produktionsstätte. Und warum die Qualität von der Milch so hoch ist, das schauen wir uns jetzt an. Wir sammeln bei uns in der Region von über 1000 Bauern die Milch. Das sind im Jahr ca. 110 Millionen Kilo, die wir bei uns im Maishofen verarbeiten. Und machen daraus verschiedene Spezialitäten. Wir haben Trinkmilchen, wir haben Buttermilchen, wir haben Joghurt, machen Butter über verschiedene Artikel, beliefern damit den regionalen Handel, aber natürlich auch die Gastronomie. Es stellt uns aber auch vor logistische Herausforderungen, dass wir die Milch bei Tag und Nacht, Wind und Wetter bis in die entlegensten Bergregionen holen müssen. Im Sommer bieten sich vor allem durch die Alpenwirtschaft besonders naturnahe Landwirtschaft. Wir haben kleine Familienbetriebe, wir haben eine Herdengröße von ca. 12 Kühen pro Bauer. Das ist relativ klein im österreichischen Verhältnis. Im Sommer haben sie die Möglichkeit, frische Gräser und Kräuter auf den Almen zu fressen. Das bietet die Grundlage für die ausgezeichnete Rohstoffqualität, die wir hier verarbeiten dürfen. Meine Nachbarn haben wir viele Bauern, die liefern an die Pinzgauer Milch. Und ich denke, Regionalität ist einfach der Schlüssel zum Erfolg in der Zukunft. Deswegen sage ich, finde ich die Aktion von Salzburg schmeckt sehr gut, weil du lernst Leute kennen, mit denen du vorher nichts zu tun gehabt hast. Und auf einmal weißt du, der produziert das, der macht das, der macht das. Und das ist das Interessante. Also wenn du sagst jetzt das Wild, ich habe das vom Dauernlamm und ich weiß ganz genau, das hat einen CO2-Fußabdruck, der minimalst ist. Weil ich sage, von Bucheben bis Taxenbach, sage ich jetzt, wenn er zum Beispiel geschossen oder im Rauristal geschossen worden ist und nach Taxenbach geliefert wird, sind 15 Kilometer. Also er hat einen Fußabdruck von 30 Kilometer. Was will man mehr? Du weißt, das ist natürlich, du weißt, du kannst dich auf die Leute verlassen. Hast du schon immer gewusst, dass du Wirt werden willst? Ja, seit klein auf habe ich gewusst, dass ich Wirt werden will. Also Wirt bist geboren, also du wirst nicht zum Wirt, du bist geboren als Wirt. Und das bist du. Mir kommt viel, weil ich gerne mit Leuten zusammenarbeite, weil ich meinen Job liebe, weil ich gerne koche, weil ich gerne Gastgeber bin. Und deine Mama war früher auch schon immer in der Küche quasi, Genau, oder? das habe ich sehr viel von ihr gelernt und vom Vater natürlich auch. Ja. Die Mama hilft mir immer in der Küche, bin ich sehr stolz, dass man sehr viel weitergibt und sehr viel sagt und sehr viel hilft. Wir sind ein Familienbetrieb, seit 1486 gibt es uns, also nächstes Jahr haben wir 540-jähriges. Ja, es ist einfach Tradition. Und dann sind wir auch schon bereit zum Anrichten. Ein paar frische Kräuter dazu noch, damit wir ein bisschen einen schönen Geschmack reinkriegen noch. Und fertig ist die Gaudi. Der Rehrücken ist wirklich perfekt gelungen. Innen zart rosa und dann das gute Soufflé dazu.
Das ist wirklich ein Gericht, das wunderbar in die Region passt. Und es passt nicht nur perfekt in die Region, sondern kommt da aus der Region. Und es schmeckt herrlich frühlingshaft.